Ich habe es am Anfang kurz erzählt. Ich bin Frieda von Digital Life. Dort leite ich das Team Culture and Innovation und bei uns laufen verschiedene Ideation-Aktivitäten, sowohl externer Natur mit zum Beispiel Studenten in unseren Hackathons und eben auch Ideation intern mit den Mitarbeitern bei Gesamt Daimler und als Tool eben die Crowd Ideation Plattform, die wir seit jetzt einem guten Jahr aktiv haben, die wir gemeinsam mit Innosabi, wie es Katharina gesagt hat, weiterentwickeln und wo wir sehr stolz drauf sind, dass ihr als Daimler, als Mitarbeiter, als Kollegen und Kolleginnen diese so kräftig nutzt. Und kann ich mal kurz Hände sehen, wer schon mal alles auf der Crowd Ideation Plattform gewotet, gefundet hat? Von euch hier im Raum, ja, das sind schon, ich würde sagen, mehr als die Hälfte. Das ist schon eine Erfolgsgeschichte für uns als Team, aber auch für uns als Konzern, zu sagen, wie laufen diese Ideation Challenges auf der Plattform. Wir haben die großen Challenges, daimlerweit, entweder das Crowdfunding jetzt nach dem Open Space oder die 100 Millionen Challenge, wir haben es vorhin kurz gesehen, die einfach übergreifend für alle Divisionen sind, und es gibt die Challenges in den einzelnen Sparten, Divisionen, für Trucks, für Vans, für HR, für FCs, und das sind die dann eher themenspezifisch laufen. Wir haben eine Besonderheit, die wir oft bei unseren Challenges nutzen, und zwar ist es die Kombination aus Offline und Online. Dazu habe ich vorhin schon ein Beispiel gebracht und ihr werdet es heute auch im Laufe des Tages sehen, dass Ideen zum Beispiel offline bei einem Open Space generiert werden. 100 Teilnehmer, die wirklich einen ganzen Tag lang an Ideen arbeiten, zu einem bestimmten Suchfeld. Als Beispiel konkret, dieses Jahr war unser Open Space zum Thema cross-divisionale Daten-Use-Cases. Also wirklich, wie kann ich Anwendungsfälle konzipieren, die das Thema Datennutzung und Datensammlung zum Fokus haben, darauf aufbauen und das Ganze nicht nur in einem abgetrennten Bereich, sondern eben über die verschiedenen Bereiche und Divisionen in Daimler hinweg, um diese Synergien zu schaffen. Und da wurden einige Ideen im Mai generiert bei uns im Open Space, und dann nutzen wir die Crowd Ideation Plattform, um diese Ideen, die Top-Ideen, die da rauskommen, auf der Crowd-Plattform zum Voting, zum Funding anzubieten für alle Mitarbeiter. Wir hatten jetzt in dem Fall deutschlandweit kommuniziert und jeder Mitarbeiter hatte 100 € Crowdfunding-Budget, um diese Ideen quasi zu funden. Und die top gefundeten Ideen werden auch heute Nachmittag um 16 Uhr auf der Hauptbühne präsentieren. Und das ist so der Weg bis hin zur Entscheidungsfindung. Also bis klar ist, was findet die Crowd gut, was findet dann die Management-Jury gut, und dann geht es in die Umsetzung. Und da haben wir schon Beispiele gesehen, vorhin auch auf meinem Slide, wie wir als Digital Life-Team diese Ideenteams in der Umsetzung unterstützen und auch gucken, dass sie in die richtigen Implementierungskanäle kommen. Da habe ich auch 3 Beispiele genannt: Linienfunktion, Part-Time-Projekt oder eben auch Inkubation in einen unserer Hubs, die wir im ganzen Konzern haben. Du hast es angesprochen, was extrem wichtig ist im Bereich des Ideenumsetzungsprozesses, ist die Transparenz. Die Transparenz ist, glaube ich, eines, was wir in unserer digitalen Welt immer mehr erfordern und auch gewohnt sind. Ja? Im Alltag, im Umgang mit Kommunikation, im Umgang mit, wie stelle ich mich in der Öffentlichkeit dar, aber auch innerhalb von einem Unternehmen ist diese Transparenz was immer mehr gefordert wird von den Mitarbeitern auch. Dass nicht irgendwelche Entscheidungen in stillen Kämmerchen getroffen werden, sondern dass auch eine Transparenzschaffung da ist. Was wir auf unserer Plattform tatsächlich sehr gut beobachten, ist die Nutzung zum Beispiel der Kommentarfunktion. Dass die Teilnehmer von den Ideation Challenges auch zu Ideen richtig inhaltlich gute, aussagekräftige Kommentare beisteuern und sogar auch Dokumente posten, die der Idee helfen könnte. Also natürlich gibt es immer die Kommentare, super Job, top idea, go ahead, I like, ja, gibt es natürlich auch, aber es gibt durchaus sehr viele inhaltlich gute Kommentare, die die Ideen weiterbringen und auch wo die Teams Mehrwert daraus generieren. Das Zweite ist, was Transparenz und Klarheit anbetrifft, ist die Sache, dass wir challenge-basiert arbeiten und für jeden Schritt, für jede Phase ein klares Ende und ein Anfang oder Anfang und Ende mitgeteilt wird, kommuniziert wird. Das heißt, wenn die Ideation Challenge startet, ihr kennt es, wird ganz klar kommuniziert, am so und so viel geht's los, ihr könnt eure Ideen einreichen oder es gibt ein Offline-Event, an dem wird Ideen generiert und dann kommt ab dem 15. Mai eine Voting-Phase, die geht dann 2 Wochen. Dann kommt eine Expertenjury und dann kommt eine Funding-Phase und jeder weiß dann, am so und so vielten wird eine Entscheidung getroffen. Und diese Klarheit in der Challenge hilft einfach für alle Beteiligten zu wissen, was passiert wann.
Also das langfristige Ziel, wenn wir jetzt über die Plattform sprechen, ist es schon, dass wir versuchen wollen, die Solution Challenges, wie wir es nennen, in den einzelnen Divisionen und Bereichen noch weiter voranzutreiben und dass wir haben Anfragen aus dem ganzen Konzern, dass wir die Organisatoren dieser Ideenwettbewerbe unterstützen, möglichst gut ihre gesamte Journey zu begehen. Ja, also wir beraten da auch die Fachbereiche und das Ziel ist es, dass wir die Anzahl der wöchentlich oder monatlich stattfindenden Challenges mindestens beibehalten oder sogar noch steigern. Und was wir natürlich auch machen wollen, ist nach extern zu schauen, weil momentan, haben wir ja besprochen, die Plattform ist für Daimler-Mitarbeiter intern und wir haben schon Anfragen aus verschiedenen Bereichen im Konzern, zum Beispiel die Kollegen im Retail aus Berlin oder die Consulting-Kollegen, die einfach gerne auch externe Impulse mit einbinden wollen in den Innovationsprozess. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir auch daran sind, jetzt eine nach extern gewendete Plattform aufzubauen, sodass wir dann in Zukunft als Daimler auch Ideenwettbewerbe mit externen Zielgruppen machen können. Das ist so unser nächster großer Schritt. Wir sind mit euch ja bereits in Vorbereitung und in Planung dafür. Und was für mich ganz besonders schön ist, dass wir jetzt hier, also die 4, die hier stehen, aber auch noch andere aus dem Netzwerk quasi, die auch Ideation auf der Crowd betreiben, dass wir da uns austauschen können und wir von euch, jetzt von der Telekom zum Beispiel, sehr tolle Erfahrungswerte kriegen. Was heißt es denn, wenn ich externe Zielgruppen mit anspreche? Oder euch, wenn ihr Lieferanten ansprecht oder andere Firmen, die das auch schon tun. Postbank war ein Beispiel von dir, sodass wir Fehler vermeiden, die da auf jeden Fall passieren können und dass wir auch für uns als Daimler klar sind, wer sind denn unsere Zielgruppen, wenn wir externe Ideation machen? Sind es teilweise Universitäten, Studenten? Sind es auch Lieferanten oder sind es Kunden? Ja, das sind genau die Prozesse, die wir gerade besprechen, durchdenken, sodass wir dann in Bälde auch die ersten externen Online-Ideation-Wettbewerbe durchführen können.